aber scheinbar auch ziemlich gefährlich. Hier liegt überall Geröll auf der Straße. Und der liegt da wahrscheinlich noch nicht lange. Also muss erst kürzlich, ich denke mal durch den Starkregen, hat so richtig Geröll runtergespült auf die Straße. Also wir hatten gerade schon richtige Felsen, die von der Wand abgebrochen waren und halb auf der Straße lagen. Keine Ahnung, 3 mal 4 Meter große Brocken und ja, anscheinend hier ist auch alles die Straße runtergekommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgewacht in der Finn-Oase und sind schon ehrlich gesagt sehr geflasht. Sieht mega cool aus. Wir sind ja gestern von Marrakesch aus dann über den Tishka-Pass hergefahren und der war auch extrem beeindruckend. Also da sind wir bis auf über 2000 Meter hochgekommen und da hat es anscheinend ein paar Stunden vor uns ein kräftiges Gewitter gegeben, weil da war alles überflutet teilweise. Da sind Gerölllawinen auf die Straße runtergekommen, richtige Erdrutsche, alles voller Schlamm in manchen Dörfern, stimmt's. Die haben da mit Bagger und Lastwagen, Kipplaster gleich anrücken müssen und das alles wieder freizuräumen. Und Sand aufgeschüttet. Sand aufgeschüttet und ja, da hatten wir auch so ein paar Flussdurchquerungen unfreiwillig gestern schon. Marco hat sich nur am Bordstein orientiert, sagen wir mal so. Ich wollte aussteigen, habe gemeint, ob ich durchlaufen soll, wie tief es ist, aber er konnte sich gut am Bordstein orientieren. Ja, na, es war halt schon dunkel, ne? Und dann mitten im Nirgendwo einfach, keine Ahnung, wie viel waren das, vielleicht 100 Meter einfach alles unter Wasser und so, okay, kommen wir da jetzt durch, sind da Löcher. Aber da ich einen Bordstein gesehen habe, zack, einfach durch. Naja, auf jeden Fall war es ziemlich anstrengend. Normalerweise brauchen wir 4 Stunden für die Tour bis hierher. Wir haben 6 Stunden gebraucht, also und dann in der Dunkelheit hier angekommen und dachte so, okay, mal gucken, wie es dann aussieht am Morgen und es sieht einfach bombastisch aus. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und wollen uns jetzt mal hier ein bisschen die Oase angucken. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen genervt, weil unser Auto schon seit heute Morgen, seit wir aufgestanden sind, beschattet wird. Belagert. Belagert. Ich habe schon, als ich zwischendurch aufgewacht bin, gesehen, dass hinter uns ein Auto war und laute Leute rum und dann haben wir nochmal gepennt und wir wurden schon vor dem Frühstück mehrfach angesprochen, ob wir einen Tee trinken wollen und so, alles nett. Ich bin ja dann auch nett und rede mit den Leuten, also wir beide. Aber jetzt kam er wieder her und wollte mit uns eine Uhrzeit ausmachen, wann wir bei ihm Tee trinken und so weiter. Und ich habe dann erklärt, wir wollen jetzt erstmal hier entlanglaufen, uns alles anschauen und so weiter. Und ja, schwing mal hoch, Schatz. Wir haben Personal Security auf jeden Fall am Pumper. Der läuft die ganze Zeit. Ja, das ist dann aber nicht so geil, wenn die Leute dann im Bus verharren und irgendwie ist es ein mulmiges Gefühl, weil man hat schon bestimmt jetzt 6-mal Nein gesagt und das reicht dann auch irgendwann, finde ich. Naja, wir gucken uns jetzt mal hier die Oase an und nehmen euch mit. Alles voll mit Dattelpalmen. Liegen überall Datteln rum. Und hier wächst überall wilder Wein. Voll cool, das mit einer Oase Wein. Hätte ich nie erwartet. Ich auch nicht. Voll krass. Und dann um diese Palmen rum. Guck mal, das geht hier hoch. Der Wein hat sich hier um die Palme geschlängelt. Hat sie befallen. Willst du mal kosten? Das Träubchen. 'n. 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 '
Die sind aber noch harte, du. Die sind doch nicht reif. Geht noch nicht. Die sind noch sehr sauer. Da drüben auf der anderen Seite ist auch so ein kleines Dörfchen. Und die nutzen natürlich die Oase komplett landwirtschaftlich für sich selber. Cool. Oh, das ist eine ganz schöne Schlammbrühe. Eieiei, die Witzka. Nicht? Ich dachte, so Schlammbäder sind gut für die Haut. Das stimmt. Stimmt, wir haben auch eine Dusche, wir können uns danach abduschen auf jeden Fall. Aber es macht nichts. So, wir laufen jetzt nochmal nach vorne zur Brücke. Gucken uns das Ganze von da nochmal an. Vielleicht gehen wir auch nochmal kurz ein paar Meter hier den Steilhang nach oben, um uns noch einen Überblick von oben zu verschaffen. Und dann fahren wir weiter mit Puma. Wir müssen nämlich dringend Wasser auffüllen. Wir haben nämlich fast gar nichts mehr. Und dann soll es heute noch ins Stadestal gehen. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Es dauert halt doch alles länger, als man denkt auf den Straßen hier. Auf jeden Fall. Wir unterschätzen es nach wie vor. Ja, und es wird halt auch überall gebaut. Das zeigt Google dir halt nicht an. Und du wechselst halt aus dem Nichts, meistens von einer Asphaltstraße auf Schotterpiste, dann wieder auf Buckelpiste. Und da musst du halt einfach echt langsam fahren. Also statt mit 80 oder 100 bist du meistens nur mit 30 bis 50 unterwegs. Ja. Das macht sich dann natürlich in meiner Zeit bemerkbar. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Häufig hier. Yeah, Hussein. Hussein. This is Tina, dein Marco. Nice to meet you. Nice to meet you. مرحبا. مرحبا بكم. Yes. You're welcome. Wir haben wie immer Mitfahrer dabei. Yes! Ja, وسهلا. Pumba ist groß genug für alle. Oh. So, wir fahren jetzt ins Stadestal rein. Mal gucken, wo wir einen Stellplatz uns ergaunern können. Ergaunern. Und morgen schauen wir uns das genauer an, weil wir haben jetzt schon gleich wieder Sonnenuntergang. Und dann werden wir auch mal eine Schotterpiste morgen probieren. Marco freut sich schon Ich freue total mich drauf. übelst. Mal gucken, ob das unser Pumba hinkriegt, unser Dicker. Ja, jetzt geht's erstmal zum Stellplatz. Und auf jedem Türmchen hier sind Storche. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Willkommen am Affenfelsen. Wahnsinn, oder? Ja, das ist ein richtiger Knaller-Spot hier. Dass da unten einfach alles grün ist. Na, da ist wieder ein kleiner Fluss. Aber diese Kombination. Überall, ey. wo Wasser ist, wächst was. Das Gesetz der Oase. Das ist aber so krass. Dieses Gestein und dann. Ja, der dieses- Kontrast ist mega Ja. schön, oder?
Also Marokko hat uns heute mal wieder das Beste vom Besten präsentiert. Guckt euch das an, wie geil ist das? Dann in der Oase heute Morgen. Wahnsinn. Also landschaftlich, was das zu bieten hat, unglaublich. Sand und Stein können auch geil sein. Ey, das hat sich gereimt. Yeah. Fertig mit Frühstücken und dem ganzen Drumherum, was immer ein bisschen länger dauert. Wir stehen an der Passstraße hier drüben. Wir wollen jetzt nach Tamtuch fahren. Hatten uns Patrick und Anita empfohlen. Die haben es leider nicht gemacht. Wir haben die Zeit, wir probieren es mal. Soll gefährlich sein, soll auch unmöglich sein, wir wissen es nicht. Wir hatten vorhin schon die Begegnung mit ein paar Polizisten, die meinten, könnt ihr vergessen, braucht ihr gar nicht erst hinfahren, ist zu gefährlich. Dann haben wir noch bei einem Hotel angehalten und nach dem Weg gefragt und der meinte dann auch, nee, das wird nichts, fahrt lieber einen anderen Weg. Und dann sind wir jetzt an der Weggabelung angekommen, wo der Pass quasi losgeht. Und da kamen dann 2 Mopedfahrer und hab mich dann mit denen unterhalten, die meinten, ja, kein Problem, wenn ihr das slowly fahrt, also ganz langsam, dann geht das schon. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ja. Es geht los. Unser Glücksbringer aus Marrakesch. Ja, den hat ein super lieber Mann für uns gemacht. Drechselt mit seinem Fuß. Genau, übelst krass. Also kann nichts passieren auf dieser Straße. Das werden wir noch sehen. Die Straße ist hier zu Ende. Zurück, wo wir runterkommen. Da haben sie uns einfach Steine in den Weg gelegt. Wir sind jetzt ein bisschen zurückgefahren und haben hier die Straße gefunden. Straße, ja, jetzt haben wir wieder einen Steinweg gefunden. Das ist ein schlechtes Ohm oder was? Oh Gott, gerade einfach angehalten und gesagt, ich habe was gefunden. Ich so, hä, was hast du gefunden? Ich habe nichts gesehen. Und dann kommt er mit dem Mercedes an. Der gute alte Mercedes-Stern, der schon ein bisschen broke ist. Aber es ist halt Plastik. Aber Ja, Glasplastik. kannst du denn jetzt einen Pumper dran machen? Ich glaube, wir verlieren ja nichts. Ja. Ich hoffe, das bleibt die einzige und letzte Stelle. Wir fahren hier gerade durch das Flussbett und das ist wohl der schwierigste Teil der Strecke. Wir sind nämlich super langsam unterwegs, weil überall kreuz und quer große, kleine Steine rumliegen. Ist alles voll und Pumba muss sich hier ganz schön durchkämpfen.
Guckt euch das an, das sieht aus wie im Grand Canyon. Abgefahren, das haben wir noch nie gesehen. Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade auf dem Weg nach Merzouga in die Wüste und sind schon total aufgeregt. Welch prunkvoller Empfang in der Wüste, ha? Not bad. Sieht mal geil aus. Sehr einladend. Heaven La Chance, Gambi. Der Sand ist heiß, der Sand ist heiß. Gutes Lava. So, der Einzige, der mit uns den ganzen Campingplatz teilt. Wir sind nämlich alleine hier. Die Einzige. Die Einzigen. Stimmt. Das ist ein Mädchen. Hm? Ja, süß. Cool an dem Camp. Du kannst direkt in die Dünen reinlaufen. Ja. Kommst du mit? Kommst du mit uns mit? Na komm. Oh, ist geil hier. Jetzt auch gerade angenehm, Lüftchen geht. Ja. Cool. Hat super funktioniert. Nein. Wir sind in der Sahara, Leute. Hier Körpermaus. Wir gehen jetzt nach Merzouga rein. Wir brauchen frisches Wasser, frisches Obst und was zu essen. Und dann hätte ich mir gerne noch einen Tourbahn geholt, weil morgen früh machen wir nämlich unsere Wüstentour. Sind Sie bereit für die ultimative Wüste? Ich bin bereit. Nee, Quatsch, wir gehen nur in die Stadt, aber das ist, glaube ich, dasselbe gerade. Schön in der Mittagssitze, ne? Wie immer, wenn wir es einfach immer so machen. Abends kann jeder raus. Wir sind übrigens hier auf einem wunderschönen Campingplatz. Den müssen wir euch nachher nochmal genauer zeigen. La Chance Heaven? Heaven La Chance. Ah, Heaven La Chance. Ja. Aber es ist so schön hier. Wir haben einfach diesen fetten Pool, sind da 3-mal am Tag drin mindestens. Und dann außenrum gibt es so viele schöne schattige Plätze, wo man sich echt einfach hinchillen kann. Das ist mega schön.
dadurch, dass wir so spät einreisen konnten nach Marokko, sind wir jetzt auch mitten im Sommer hier. Also wir haben jetzt Ende Juni und hier ist kein Schwein, hier ist niemand, hier sind gerade keine Touristen. Weil die kommen halt normalerweise von Oktober bis, was hat er gesagt, April, weil es dann ein bisschen erträglicher ist. Also niemand ist so blöd und hört sich das jetzt an. Und wir sind komplett im Hochsommer hier. Hat auch was, aber natürlich bei den Temperaturen ist es, ja, es ist ein Kampf gegen die Natur. Ja. Also eigentlich bewegt man sich um diese Uhrzeit nicht. Nein. Man sitzt nur am Pool im Schatten oder ist im Pool. Oder man ist so dumm wie wir. Naja, jetzt erstmal schnell einen Turban für mich finden. Das ist echt krass auf dem Kopf. Shukran, Shukran. Ich habe einen neuen Freund hier, der Vermummte. Ich bin gewappnet für die Wüste. Hey, aber oben ist echt angenehm jetzt. Ja? Ja. Nur das natürlich nicht, weil das ist echt stickig, aber oben ist geil. Ja, aber du kannst ja die Klappe Aufmachen. wieder aufmachen vorne. Klar, ich kann mich enthüllen, wenn ich möchte. Ah, da ist er. Auf der Suche nach dem Eis. Hilft uns die ganze Stadt. Ja, die ganze Stadt hilft uns. Jetzt machen sie alle ihre Läden extra auf, damit wir irgendwo ein Eis kaufen können. Jetzt bin ich ein Sahara-Mann. Home sweet home. Oh yes. Also wir haben es gerade selber nochmal probiert. Ob wir es Und? hinbekommen? Einigermaßen. Es erfüllt seinen Zweck, sagen wir es so. Ja. Da stehen die Bad Boys. Wir gehen jetzt nämlich erstmal eine Runde im Sandkasten spielen. Eher Angst, dass ich abstürze. Bruchpilot. Ja. Ja, du landest aber weich im Sand. Ein guter Trost. Geil, oder? Crazy water in the desert. Yes. Got a shower. You can show. Yes. Thank you so much. This one. Okay. Verrückt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da hinten haben Leute gelebt. Sind jetzt aber in die Stadt gezogen. Krass. Hier sogar mit eigenem Brunnen. Sogar genug Wasser drin ist. Hier werden die Wüstenfüchse gewässert. Wir haben ihre Trinkstation hier. Tina fährt gerade. Und muss kotzen. Oh, mein Schatz. Aber nur Wasser. Very, very nice. You feeling better? No. Was?
Und hier liegt unsere Schwerverletzte. Immer dasselbe. Also jetzt müssen wir Boot fahren. Ist es beim Fliegen jetzt vielleicht auch schon so? Auf jeden Fall dann Nee, noch ich liebe Quad fahren. Fliegen. Ich liebe Fliegen. Du liebst Fliegen. Mhm. Oh Mann, ich hätte nie damit gerechnet. Aber wir wollten Abenteuer, wir hatten Abenteuer. Ja, wir hatten richtig Abenteuer. Und ich habe nur 2 Mal gekotzt. Sind Sie ready? I'm ready. Okay, wir gehen jetzt nochmal in die Dünen zum Sonnenuntergang. Noch traditionelle Kleidung angelegt. Sich vor der Sonne zu schützen. Vor dem Sand. Schön. Ist jetzt alles. Ja, sieht super aus. Schaut euch mal diese Aussicht an. Ist nicht geil? Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Also wir sind echt froh, dass wir noch in die Sahara gefahren sind und uns das noch gegeben haben. Das macht man, glaube ich, nur einmal im Leben, oder? Nachdem wir jetzt noch diesen magischen Moment mit den Dromedaren zum Sonnenuntergang erleben durften, haben wir, glaube ich, das Schönste der Wüste erlebt und gesehen. Ja, richtig, richtig Und gigantisch. jetzt geht es zurück zum Camp und hoffentlich dürfen wir noch mal in den Pool. Schön. Wir können den Campingplatz auf jeden Fall absolut empfehlen. Wir zahlen gerade nur 50 Dirham pro Nacht. Und der Campingplatz hat einfach so viel zu bieten, auch vergleichsweise zu allen anderen, auf denen wir bisher waren. Es ist mega schön. Kommt her, guckt es euch an und lasst euch verwöhnen. Bye bye. Darf das auch nicht ausbleiben. So, Jenny, jetzt bin ich gespannt, was das kann. Ob es was kann. Diese aufklappbaren Plastikdinger werden zum ersten Mal jetzt mal ausprobiert. Mal gucken, ob es funktioniert. Wo habt? Hinten. Marco lässt jetzt Luft ab in der Hoffnung, dass es was wird.
We made it! Dank meiner großartigen Assistentin. Vielen Dank, Schatz. Danke dir, du hast alles freigeschaufelt. Marco war die ganze Zeit am Wühlen und am Graben. Jetzt ein ganz schöner Sandkasten. Oh, Ja, hier hinten war das Hauptproblem. ich glaube, der Sand war das Hauptproblem.